Mal eben den Reifen wechseln oder sich aus dem Schlamm befreien. In solchen Fällen sollte ein wichtiges Utensil an Bord sein. Wenn wir auf Reisen gehen, kommt es immer wieder vor, dass wir die Autos mal anheben müssen. Und da haben wir nicht eine Hebebühne dabei. Aber welchen Wagenheber nehme ich mit? Wo sind die Vor- und Nachteile? Wir haben uns mal die wichtigsten Systeme zusammengesucht. Den Rangierwagenheber, Hydraulik-Stempelwagenheber, Scherenwagenheber, das Luftkissen und den Highlift und werden mal angucken und ausprobieren, wo die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sind. Fangen wir mal mit der Basisausstattung an. Ein sogenannter Scherenwagenheber ist heutzutage bei PKWs üblicher Standard und dann sind sie eigentlich für den Offroad-Einsatz nicht zu gebrauchen. Das hier ist ein Modell, das schlappe 1,3 Tonnen anheben kann und das hilft natürlich bei einem schweren Pickup gar nichts, aber es gibt auch Produkte zum Nachkaufen, die nach diesem System funktionieren und die haben dann durchaus auch 3 Tonnen Arbeitslast und heben bis zu 45 Zentimeter. Und dann sind sie durchaus attraktiv, denn der große Vorteil dieser Scherenwagenheber ist, wenn ich jetzt auch hier sehr viel Zeit brauche, sie zusammenzukurbeln, sie nehmen sehr wenig Platz weg und sind vergleichsweise leicht. Außerdem sind sie wartungsfrei, ich muss nur dafür sorgen, dass hier kein Dreck auf der Spindel ist, aber dann nehmen sie sehr wenig Platz weg. Wenn ich aber so einen Scherenwagenheber nachkaufen will, der eben auch höhere Arbeitslasten bietet, muss ich darauf achten, dass das hier eine möglichst große Auflagefläche bietet und nicht so ein kleines Modell ist wie hier, was direkt für die Sicke an dem Fahrzeug ausgelegt ist. Als Erstausstattung ist es also für den Offroad-Einsatz nichts. Das reicht gerade, um Reifen auf der Straße zu wechseln. Aber wenn ich ein Produkt nachkaufe, entsprechend größer, dann kann das auch im Gelände gut funktionieren. Jetzt schauen wir mal das zweite Wirkprinzip an. Das ist der sogenannte Stempel- oder Hydraulikwagenheber. Hier ist ein älteres Modell, was 12 Tonnen anheben kann. Und es gibt verschiedene Bauarten. Es gibt Hydraulikwagenheber, die nur Einzylinder ausfahren. Es gibt welche, die Zweizylinder ausfahren. Und es gibt Modelle wie das hier, die Zweizylinder haben und noch eine Spirale, ein Gewinde, wo ich das dann entsprechend noch an die Höhe unter der Achse zum Beispiel anpassen kann. Heben tun diese Dinger zwischen 2 Tonnen, das ist so das kleinste Modell, bis zu 50 Tonnen. Dann ist das aber auch schon ein ziemlicher Apparat. Und die Preise beginnen etwa bei 20 € und ein teurer, großer 50 Tonnen hebender Hydraulikstempel kostet dann auch schon durchaus 250 €. Die Hubhöhen von den Stempelwagenhebern sind eher begrenzt. Die machen die kleinen Modelle gerade mal 10 cm, die großen schaffen etwa 25. Es gibt seltener auch Angebote, wo die Stempelwagenheber bis zu 35 cm heben können, was für einen Geländewagen Offroad irgendwo festgefahren so das Minimum ist, was man braucht. Dann ist aber auch die Einschubhöhe schon relativ groß, dann fangen die erst bei etwa 25 cm Einschubhöhe an. Die Bedienung ist ja relativ simpel. Ich stecke hier den Hebel rein und pumpe die ganze Zeit und dann fährt er in die Höhe und hier unten habe ich das Ventil zum Öffnen und Schließen. Das kann auf die Dauer ganz schön ermüdend werden und vor allen Dingen, wenn das Wagenheberchen irgendwo unter dem Auto steht, wo ich eigentlich nicht sein möchte, gibt es ein spannendes Gerät, das haben wir im Steyr zum Beispiel mit dabei. Da ist das Ganze Druckluft unterstützt. Da stecke ich einfach einen Druckluftschlauch ran und habe eine Fernbedienung letztendlich und dann fährt der Druckluft unterstützt rauf und runter. Finde ich für LKWs sehr spannend. Dann gibt es eine Wagenhebertechnik, die eigentlich in Werkstätten gehört, der Rangierwagenheber. Dieses gute ältere Stück hier fristet in der Explorer-Werkstatt seine Dienste. Und eigentlich sollte man denken, ist das nichts fürs Gelände. Sollte man denken, denn es hat sich jemand etwas ausgedacht. Das hier ist ein Offroad-Rangierwagenheber von Pro Eagle. Ziemlich amtliches Gerät, soll 3 Tonnen heben und in dieser Variante bis zu 75 cm Hub bieten. Das ist schon eine ziemliche Ansage. Zudem gehört mit dazu auch hier so ein variabler Klotz, um auch bei Fahrzeugen mit mehr Bodenfreiheit das einstellen zu können. Ich kann es auch wegnehmen, wird dann sonst hier verriegelt und hat auch einen guten Halt. Ziemlich amtliches Geschoss. Dieses Teil kostet sage und schreibe 600 €. Es gibt noch einen kleineren Bruder, der hebt dann 2 Tonnen.
Der kostet 100 € weniger, hebt aber auch nur 66 cm maximal. Finde ich sehr spannend. 27 Kilogramm ist für dieses große Gerät durchaus eine Ansage. Und ich bin auch gespannt, wie das funktioniert. Der wird sicher eingraben, zumindest ein paar Zentimeter, und dann sind die Räder eventuell störend. Umgekehrt habe ich hier eine sehr große Oberfläche. Also der muss sich jetzt erstmal in der Praxis beweisen, wie gut das funktioniert. Kann vielleicht eine Alternative sein, wenn auch eine teure. Den hier, den kennt im Prinzip jeder Offroader. Das ist der Highlift oder der Hijack oder der Farmjack oder wie auch immer das im Online-Shop gerade heißt. Das ist das Modell, was wir an Knut mit uns rumschleppen. Ein typisches gebrauchtes Ding. Und das ist auch der Knackpunkt bei diesen Systemen. Je älter sie werden, umso hakeliger funktionieren sie. Der Highlift funktioniert nach dem sogenannten Steigbolzenprinzip. Also es gibt hier zwei Bolzen, die wechselseitig entlastet und belastet werden. Und so krabbelt er an dieser Stange immer weiter nach oben. Gibt unterschiedliche Längen. Der hier bietet 1,25 m Hub, gibt aber auch kleinere Modelle. Da es so große Bandbreite gibt von Nachahmerprodukten, liegen auch die Arbeitslasten sehr unterschiedlich. Es gibt Modelle mit 2 Tonnen, mit 2,5 Tonnen oder mit 3,2 Tonnen. Das ist der Highlift Extreme beispielsweise. Das Schwierige an dem Highlift ist in seiner Nutzung, dass ich immer hier außen ansetzen muss und dann diese Stange habe. Ich kann also den Highlift nicht irgendwo unter das Fahrzeug platzieren, sondern immer nur am Fahrzeug. Dementsprechend brauche ich die richtigen Montagepunkte. Preislich ist es aber ganz attraktiv. Sowas geht bei 50 € los. Ein Topmodell vom Marktführer kostet 250 €. Die Nachteile des Highlift versucht AAB mit dem Jack zu kompensieren. Das hat hier nicht diese Kletterbolzen, sondern einen großen Hydraulikstempel, hat einen Hub von bis zu 55 cm, den man in der Höhe verstellen kann, hebt 2 Tonnen, kostet aber auch stolze 940 €. Und das ist eine Menge Geld, deswegen haben wir ihn hier im Überblick nicht weiter mit dabei. Dann kommen wir zu einem Exot, der eher für die schwereren Fahrzeuge spannend ist oder für diejenigen, die wirklich da unterwegs sind, wo es weich werden kann. Das sind Bergekissen. Neu sind die ähnlich teuer wie dieser Jack. Es geht nämlich so bei 800, 900 € los. Aber es gibt einen großen Gebrauchtmarkt, weil viele Feuerwehren oder die Bundeswehr ihre alten Kissen aussortiert. Und da kann ich für 200, 300 € so ein ganzes System kaufen. Das ist zum Beispiel so eins. Und da kann man ein gutes Schnäppchen machen. Und die haben auch viele spannende Vorteile. Es gibt zwei unterschiedliche Systeme, nämlich einmal Niederdruck, einmal Hochdruckkissen. Die Niederdruckkissen, das ist eine große Tasche, die liegt schon bereit, die nehmen wir gleich mit ins Gelände. Da arbeite ich mit Einbar-Luftdruck, das ist also auch was für den tragbaren Kompressor. Das hier ist ein Hochdrucksystem mit 8 Bar Arbeitsdruck. Die ganz neuen haben sogar 12 Bar oder 11 Bar. Die kann ich also direkt beim LKW an den Luftpresser anschließen. Der normale tragbare Kompressor schafft meistens den Druck nicht. Das ist also ein LKW-System. Die Niederdruckkissen sind was für Pkw und kleinere Fahrzeuge. Diese Kissen heben ganz unterschiedlich stark. Das geht los bei 20 cm oder bis zu 1,20 Meter. Die Drücke sind auch unterschiedlich. Also ich habe Kissen, die heben 2 Tonnen und ich habe Kissen, die heben 120 Tonnen. Eine sehr große Bandbreite, weil einfach die Einsatzzwecke so vielseitig sind. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, das sind Kissen, die sind schnittempfindlich. Hier ist zwar laut Aufkleber Aramid eingearbeitet, also Kevlarfasern, damit das schnittsicher ist, aber da muss ich sehr vorsichtig sein. Und das sind auch Kissen, die ich immer nur unter dem Fahrzeug platzieren kann. Während der Highlift ja am Fahrzeug arbeitet, arbeiten diese Kissen unter dem Fahrzeug. Ihren großen Vorteil, nämlich diese große Auflagefläche, die ja gerade in Schlamm und Sand spannend ist, bezahlen Sie natürlich auch mit einem großen Nachteil. Sie sind unglaublich sperrig und schlecht zu verstauen. Das gilt vor allem für die Niederdruckkissen, die sehr voluminös sind. Die Hochdruckkissen sind relativ flach und sie sind auch schwer. Ein einfaches System mit einem Kissen und einem Schlauch, da liegen so bei 10 Kilogramm. Ein komplettes Niederdrucksystem mit 2 Kissen und Manometer und allem habe ich dann auch 40 bis 50 Kilo, die ich noch verstauen muss. Wir wechseln mal eben zum Waldparkplatz, denn nach viel Theorie kommt jetzt die Praxis. Ja, raus aus der sauberen, warmen Werkstatt, rein in den Dreck. Ich habe mir deshalb auch mal richtig schön meine Dreckklamotten angezogen.
Das sind die Sachen, die wir uns ja schon angeschaut haben, mit einer Ausnahme. Den kleinen Rangierwagenheber haben wir zu Hause gelassen. Da war ja eh klar, dass das eigentlich im Gelände nicht funktionieren kann. Dafür habe ich mal eine Stockwinde besorgt. Die könnte theoretisch auch funktionieren als Wagenheber, beim LKW tatsächlich besser als bei den kleinen Autos. Der Vorteil der Stockwinde ist, dass sie sich sehr kontrolliert auch wieder absenken lässt. Das ist ja der große Nachteil beim Highlift, der kann da ja auch mal außer Kontrolle geraten. Allerdings ist dieses Teil unglaublich schwer. Das sind, glaube ich, laut Prospekt 25 Kilogramm für 3 Tonnen, die er heben kann. Das ist ein eher unglückliches Verhältnis. Und ich habe wieder das Anstellproblem, auch wie beim Highlift. Ich muss eben einen Platz finden, wo ich hier das Auto ansetzen kann oder hier oben drauf. Und hier oben drauf funktioniert es eben nur bei LKW. Wir haben 2 Autos dabei, an denen wir die ganzen ausprobieren. Einmal unseren Iveco Daily 5 Tonnen Klasse, also für die schweren Wagenheber, und ein Hilux in der 3,5 Tonnen Klasse. Beide stehen sie ziemlich hochbeinig da, denn das ist ja das Thema bei den Geländewagen, dass ein normaler Wagenheber einfach nicht hoch genug sein kann. Deshalb haben wir uns extra 2 Autos ausgesucht, die ein bisschen mehr Bodenfreiheit gleich von Haus aus mitbringen. Eine Frage, die geklärt werden muss: Wo setze ich den Wagenheber an? Erste Antworten gibt's im Bordbuch. Jeder Autohersteller gibt Punkte frei in seiner Bedienungsanleitung, wo man das Auto aufbocken darf. Die sind für unsere Einsatzzwecke nicht immer zielführend, also wir müssen auch manchmal ein bisschen improvisieren und gucken, wo man vielleicht noch rangehen kann. Die Ansatzpunkte, wo der Wagenheber ran darf, die sind natürlich eigentlich dafür ausgelegt, dass man Reifen wechselt auf der Straße. Im Gelände, wenn wir uns dann aber wirklich festgefahren haben, so hier bis zum Bodenblech, sind die oft nicht sehr hilfreich. Beim Iveco beispielsweise ist jetzt freigegeben der Punkt hier unter dem Differential, da ist auch extra eine Aussparung. Dasselbe auch nochmal an der Hinterachse, und an der Hinterachse dürfte man auch unter die Federbriden. Ansonsten würde ich immer sagen, bei Leiterrahmen kann ich immer den Wagenheber auch am Leiterrahmen abfangen. An der Karosserie, zum Beispiel jetzt hier an den Trittflächen, da wäre ich vorsichtig, denn da mache ich mir die Karosserie gerne mal kaputt. Das muss immer auch ein tragendes Teil sein. Die Suche nach den richtigen Punkten ist natürlich von Fahrzeug zu Fahrzeug ganz individuell. Hier beim Iveco habe ich hier zum Beispiel einen festen Unterfahrschutz, der ist direkt am Rahmen befestigt. Der steht auch weit genug raus. Also wenn ich jetzt die Kunststoffkappe abnehme, könnte ich da auch mit dem Highlift beispielsweise ran. Das finde ich eine gute Lösung. Dann gibt es noch hier den Anhängerbock. Der funktioniert eigentlich auch ganz gut, nur bei diesem Auto nicht so. Der ist sehr lang und hebt sich hier mit so einem ganz unglücklichen Winkel an den Rahmen ran. Den wird man wahrscheinlich eher verbiegen. Da würde ich hier bei dem Auto die Finger von lassen. Fahrzeugspezifisch beispielsweise ist es hier beim Iveco so, der hat einen Leiterrahmen. Der Leiterrahmen geht hier bis hinter die Stoßstange vorne durch. Deshalb sind auch diese massiven Abschleppösen dran. Wenn ich also jetzt hier mit dem Highlift beispielsweise rangehe, dann kann ich das Auto sehr zuverlässig anheben. Die Belastungen sind an der richtigen Stelle eingebracht. Das gibt es aber nicht bei anderen Kastenwagen. Das ist also eher so ein LKW-Feature, was aber tatsächlich typübergreifend funktioniert, also egal ob selbsttragende Karosserie oder Leiterrahmen, das ist das Auto am Reifen anzuheben. Das sind einfach auch 2 verschiedene Arten, Auto anzuheben. Gehe ich an den Rahmen, an die Karosserie, dann hebe ich immer erst das Auto aus den Federn. Gerade wenn ich mich irgendwo im Sand eingegraben habe, auch ziemlich nervig, weil ich ja sehr weit anheben muss, bis das Rad so weit frei ist, dass ich ein Sandblech unterschieben kann. Andere Taktik ist, das Rad anzuheben. Dafür brauche ich dann beispielsweise einen Highlift und den passenden Haken oder einen Gurt oder eine Kette. Wir haben das mal in einem anderen Video schon mal durchexerziert. Und dann hebe ich das Rad erst in die Feder rein und dann irgendwann das Auto. Aber es geht mir ja gar nicht darum, das Auto anzuheben, um zum Beispiel das Rad zu wechseln, sondern den Reifen in die Luft zu bekommen, um das Sandblech drunter zu bekommen. Jetzt schauen wir mal unter den Toyota. Auch das ist ja als Pickup klassisch hier mit einem Leiterrahmen. Und da gibt Toyota zum Beispiel die Punkte hier an dem vorderen Querträger frei. Das wäre einmal hier und einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Lasst euch nicht verleiten, hier an den Unterfahrschutz was zu machen, nur weil der so stabil aussieht. Einzige Ausnahme mit einem Bergekissen könnte das funktionieren, weil das sehr viel Auflagefläche hat, aber mit dem Wagenheber geht man hier auf keinen Fall ran. Hinten ist dieselbe Geschichte dann wie beim Iveco in diesem Fall. Auch wieder eine Starrachse hinten, wo ich unter die Blattfederaufnahmen gehen kann oder unter den Differentialkörper.
Dann sind an dem Auto jetzt hier noch ein bisschen extra Ausstattung montiert. Zum einen sehr robuste Rockslider, die wirklich auch am Leiterrahmen befestigt sind. Den würde ich auch zutrauen, hier weiter vorne und weiter hinten einen Highlift ansetzen zu können. Da muss ich nur aufpassen, dass ich das hier abpolstere. In die Mitte würde ich nicht gehen, da ist der Hebel schon sehr ungünstig. Aber das hängt ganz stark von den gewählten Rockslidern ab, wie wirklich die befestigt sind. An anderen Autos sind die eher Deko, dass ich die als Trittstufe benutzen kann. Also das ist modellabhängig. Und hier hinten an der Stoßstange, auch die ist ein Nachrüstprodukt, die ist auch am Leiterrahmen wieder fest. Also wir haben auch wieder einen guten Ansatzpunkt. Und da sind extra so Aussparungen ausgelasert, wo der Highlift einpicken kann. Hier habe ich nur ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Kabine schon da ist. Aber da kann ich auch sehr solide anhaken. Sonst noch was? Ach ja, Was immer mit im Auto sein muss, das sind 1, 2 Hartholzklötze oder Kunststoffklötze, die rutschhemmend sind, weil ich immer 1, 2 Mal unterfüttern muss, wenn das Auto irgendwo feststeckt. Eine große Bohle kann auch hilfreich sein, damit der Wagenheber überhaupt erstmal solide steht. Aber übertreibt es nicht, Turmbau zu Babel war nie eine gute Idee. Jetzt aber genug geredet, fangen wir mal an mit dem kleinsten. Ja, dieser Wagenheber soll jetzt 1,3 Tonnen heben können, ist also ein kleines Modell. Kommt auch nicht von dem Toyota. Der Toyota hat in der Serienausstattung einen kleinen Hydraulikstempel. Jetzt stellen wir den hier mal drunter. Und dann wird gekurbelt. Geht relativ mit geringem Kraftaufwand. Ich kann aber auch nicht so weit weggehen. Diese Wagenheber sind dafür ausgelegt, dass sie bei PKW hier draußen an der Karosserie sitzen. Und dann bin ich außerhalb des Autos. Hier mit diesem kurzen Hebel bin ich immer noch sehr weit unterhalb des Autos. Und die Konstruktion von dem Heber ist tatsächlich so, dass er immer instabiler wird, je höher er steht. Ja, wie man sieht, also er hat ihn weit genug angehoben, dass das Rad frei kommt. Der Hub ist gut. Das Schöne am Scherenwagenheber ist, dass das Funktionsprinzip wirklich einfach ist und unkaputtbar. Nur der Bolzen mit dem Gewinde muss immer ganz gut gefettet sein und fällt er mir in den Sand, weil ich zum Beispiel das Auto in der Düne irgendwie frei heben muss, dann habe ich das große Theater und die große Sauerei und dann wird es auch schnell problematisch mit dem Wagenheber. Aber ansonsten Funktion in Ordnung und dies ist eben auch nur ein kleines Gerät. Es gibt die ja mit bis zu 3,5 Tonnen Hublast und dann kann man die zuverlässig einsetzen. Das Tolle an den Scherenwagenhebern ist, dass sie ein sehr geringes Einschubmaß haben, wenn sie zusammengeschoben sind und trotzdem sehr viel Hub bieten. Mal als Beispiel, hier ist ein Stempelwagenheber, der ist fast doppelt so hoch, bis ich ihn unterschieben kann. Und gerade wenn ich irgendwo mal in der Düne versackt bin oder im Schlamm versackt bin und unten unter die Achse kommen muss, dann ist jeder Zentimeter Gold wert. Und das ist natürlich super. Es gibt nur einen Punkt. Wenn ich diesen jetzt zum Beispiel benutzen möchte, dann muss ich die ganze Zeit unterm Auto arbeiten. Also immer darauf achten, dass man sich einen Wagenheber nutzt, den man auch aus größeren Entfernungen bedienen kann. Es gibt ja auch mit Verlängerungselementen. Denn die Vorderachse ist hier hinten und dann würde ich mich die ganze Zeit hier vorne unter dem instabilen Auto bewegen. Ja, jetzt kommt der Hydraulikstempel ran. Das Schöne ist, da kann ich notfalls den Hebel immer weiter verlängern und das auch weit unter das Auto stellen. Jetzt gehe ich hier mal unter das Differential an der Vorderachse vom Iveco. Und dann geht das los. Ich würde auch immer empfehlen, ein deutlich größeres Modell zu nehmen, als man eigentlich denkt. Denn zum einen, je weiter ich vom Rad weggehe zur Mitte des Fahrzeuges, umso größer wird die Last. Und dann habe ich das Auto auch noch reisefertig bepackt. Also ich würde bei einem 3,5 Tonner nie mit einem 3 Tonnen Wagenheber losfahren, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, dann auch gerne ein größeres Modell. So, und da muss ich nur noch pumpen.
Das Schöne an den Hydraulikhebern ist, dass man sie auch noch mal benutzen kann, um bei Reparaturen was in die richtige Richtung zu drücken oder wieder gerade zu biegen. Da sind das ganze Universaltalente. Also ein Hydraulikwagenheber sollte eigentlich immer mit ins Reisegepäck gehören. Schon erstaunlich, wozu ein bisschen Öl so in der Lage ist. Ein Pluspunkt: Die Stempelwagenheber sind sehr robust und pflegeleicht. Zum Ablassen muss dann ein Ventil vorsichtig geöffnet werden. Das war's aber noch lange nicht, denn wir haben ja noch mehr Utensilien dabei. Jetzt kommt der 600-Euro-Kracher, der Offroad-Rangierwagenheber. Der hat theoretisch auch ein sehr geringes Einschubmaß, hier von, ich würde mal schätzen, 15 cm. Dafür muss ich hier einmal den rausnehmen, der ist ja auch richtig verriegelt. Denn jetzt setze ich ihn erstmal unten unter den Differentialkörper an. Natürlich super, ich muss einfach nur den dahin rangieren, im wahrsten Sinne des Wortes, muss mich selber nicht unter das Auto legen. Ich glaube, im weichen Sand ist das natürlich schon ein bisschen mehr eine Aufgabe. Aber so, jetzt ist er dran und jetzt muss ich nur noch pumpen. Das Schöne an Rangierwagenhebern ist, dadurch, dass sie rollen, nivellieren sie sich auch ein bisschen aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie umkippen und das Auto schräg wird, ist ein bisschen geringer. Das Pumpen ist zwar etwas fitnessorientiert, geht aber schnell, da der Rangierwagenheber ordentlich Hub leistet. Den Daily pumpt man damit in fast schwindelerregende Höhen. Leider sind 600 Euro aber auch kein Schnäppchen. Weil wir gerade so gut in Form sind, probieren wir den aus Kalifornien stammenden Pro Eagle auch gleich nebenan beim Hilux. Und da läuft es nicht ganz so rund. Hier sieht man jetzt mal einen Fall, wo der Wagenheber so ein bisschen seine Schwierigkeiten hat. Durch die vielen Gelenke kann er sich an sich schon relativ stark in sich verdrehen. Und hier kommt noch dazu, dass der Boden jetzt vorne ein bisschen nachgegeben hat, hier hinten aber nicht. Und so verwindet sich alles ein bisschen, statt dass er sich irgendwann die Räder im lockeren Boden eingraben und er hier unten auf seiner planen Oberfläche zu liegen kommt, hat er jetzt so eine kleine Torsion in sich gekriegt. Also es ist ganz wichtig, dass der wirklich beim Anheben sehr akkurat sitzt, während ein Stempelwagenheber da ein bisschen so ein Turm von Pisa ist, der ein bisschen balancieren kann, aber weil er eben nur einen Punkt hat. Und hier haben wir sehr viel Aufstandsfläche an einem Punkt, der sich dann auch noch verändert. Also da muss man ein bisschen Übung mitbringen wahrscheinlich. Ich senke jetzt hier nochmal ab und setze ihn nochmal neu an. Jetzt habe ich ihn nochmal gerade ausgerichtet. Jetzt steht er auch gerade. Man merkt, dass die Räder vorne im Boden einsinken und er dann auf seiner Bodenplatte zu liegen kommt. Muss ganz gut ackern hier jetzt schon. Ich würde sagen, wir haben hier etwa 1,5 Tonnen Last drauf. Radlast hier vorne haben wir gestern gerade gemessen mit etwa 600 Kilo. Das eine Rad ist jetzt auch schon halbwegs entlastet. Also ich würde sagen, wir sind etwa bei 1,5 Tonnen, die wir anheben. Also ob der 3 Tonnen so zuverlässig schafft, weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir uns mal die Stockwinde zur Brust genommen und sind die letzten 10 Minuten erstmal um die Autos gelaufen, um nach Anschlagpunkten zu suchen, wo man den überhaupt benutzen kann. Und da ist das klare Fazit, außerhalb vom LKW scheint es nicht zu funktionieren. Man muss entweder sehr hoch sein oder extrem tief. Das heißt, mit einer Schlaufe könnte man an die Felgen rangehen. Oder aber ich muss einen Rahmen haben, der mindestens so hoch ist, dass ich hier drunter komme. Wir haben jetzt mal, um einfach zu zeigen, wie die Winde funktioniert, gesehen, dass das hier gerade so funktioniert. Also das ist jetzt kein Bergemanöver, sondern das ist nur mal eine Demonstration, wie die Winde an sich funktioniert. Und das ist relativ simpel. So, und schon ist der Reifen in der Luft. Diese Stockwinde hat jetzt eine Arbeitslast von 3 Tonnen.
Würde ich mir jetzt also hier vorne einen vernünftigen Beschlag vorbereiten, an dem die sinnvoll ansetzen kann, dann ist das ein gutes Tool, wäre aber auch beim Iveco die einzige Möglichkeit, sie überhaupt zu verwenden. Und damit kommen wir zum ebenso bekannten wie berüchtigten Highlift. Der 5010 Hilux hat an seiner Stoßstange ja immerhin ein paar passende Aufnahmen. Also das Schöne am Highlift ist, dass er einfach sehr hoch heben kann und das schätzt jeder, der im Schlamm oder im Sand feststeckt. Ich muss einfach nur vorsichtig sein. Ich habe meinen Kopf nicht hier, ich arbeite außerhalb, beide Hände dran und immer nur, wenn der eine Bolzen eingerastet ist, ist es auch wieder entspannt. Dann kommt der nächste und dann arbeite ich wieder vor. Hier in diesem Bereich lasse ich nicht los, sondern erst, wenn der wieder eingerastet ist, dann ist er auch entlastet, dann kann ich weitermachen. Und so hebe ich ihn Stück für Stück. Jetzt möchte ich irgendwann den wieder auch absenken. Dafür klemme ich den Bereich hier oben ein. Dafür gibt es diese Nase. Nehme den Stock raus. Bewege den in die andere Richtung. Und jetzt ist die Kraft immer in dem Bereich da, wenn der aus der horizontalen in die vertikalen geht. Deshalb muss ich besonders aufpassen. Oder er klemmt mal wieder. Jetzt haben wir mal einen typischen Fall, ein Highlift, der 2 Jahre lang am Heck vom Auto mitfährt. Der obere Bolzen lässt sich nicht lösen. Jetzt ist Ende Gelände. Und ab jetzt wird es ein bisschen heikel. Ja, wie gut, dass wir ein paar mehr Wagenheber hier haben. Wir fassen zusammen, Highlift und Martin, die werden heute keine Freunde mehr. So ein Stangenwagenheber ist eben sehr schmutzanfällig. Und wenn die Bolzen dank des Drecks festsitzen, hat man ein Problem. Ein gefährliches. Jetzt komme ich zu einem Spezialisten, der nur an Bord sinnvoll ist, wenn man auch Druckluft dabei hat. Und zwar nicht wenig Druckluft, sondern entweder einen leistungsstarken Kompressor oder einen LKW mit Luftpresser. Bei 8 Bar Druck soll das Kissen 31 Tonnen heben. Das ist natürlich Spitzenklasse in unserem Vergleich. Dafür sind solche Kissen empfindlich gegenüber heißen oder scharfkantigen Teilen am Fahrzeug. Alte Decken können etwas Schutz bieten. Das Schöne ist, der Iveco hat eine Druckluftversorgung für seine Differentialanlage schon immer mit dabei. Da der Hub mit seinen 60 cm nicht ganz ausreicht, packen wir beim Toyota einen Klotz mit runter. Dann hebt das Kissen den Hilux aber zuverlässig an. So, hier musste ich jetzt gar nichts machen, außer den Kompressor anschmeißen. Den Rest macht das Kissen. Wir sehen hier, dass die Kissenform auch entscheidend ist von der Funktionalität. Das ist jetzt ein sehr flaches Kissen, was perfekt ist, wenn wir uns mal richtig im Sand eingegraben haben und unterm Differential nur 2 cm Luft ist. Dann durch dieses geringe Einschubmaß kann ich das Auto sehr gut anheben. Hier auf der Straße, wo wir erstmal bis ans Differential 30 cm hatten, da bringt das noch nicht so viel. Da gibt es andere Kissen, die solche Sachen besser überbrücken können. Deshalb, das kann kein alleiniger Wagenheber sein, sondern nur eine Ergänzung. Aber gerade da, wo der Boden weich ist, wo ich jetzt hier zum Beispiel einen Stempelwagenheber nicht unterbringen könnte, da spielt so ein Kissen dann die Vorteile aus. Man kann das gut sehen, wie groß die Fläche ist. Das würde sogar auf sumpfigem Untergrund gut funktionieren. Das war jetzt ein 8 Bar Kissen. Und hier kann man es noch mal ganz gut sehen, wie schmal es letztendlich ist. Was man mit den 1 Bar Kissen noch alles so machen kann, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Genau, denn damit haben wir unseren verunglückten Frontera wieder auf alle Viere gedreht. Die Filme dazu findet ihr in unserem Kanal.